Hola, was geht, was geht, was geht? Neues Video und heute mit dem DEFCON 1 2015 Aftermovie. Bin ich sehr gespannt. Nochmal eben kurze Abholung. Gab jetzt lange keine Videos mehr. Einfach war ich nicht in der Stimmung, aber auch gerade in den letzten 2 Wochen Zahnschmerzen, dicke Backe, Zahn rausgezogen, musste erstmal verheilen. Ich hatte jetzt keinen Bock, irgendwie hier auszurasten und dann fliegt mir alles um die Ohren. Bin da ein bisschen ängstlich, bin ich auch ganz ehrlich. Aber jetzt, Fäden wurden heute gezogen. Ich hoffe, dass jetzt nichts passiert. Dann gibt es dieses Wochenende Aftermovies, Reaction. Wir fangen heute mit 15 an, morgen müsste dann 16 und übermorgen 17 kommen oder 17 und dann 14. Werdet ihr sehen. Ja. Geil. DEFCON 1. Ihr wisst es. Ich bin dieses Jahr da. Deswegen ziehen wir auch DEFCON 1 jetzt überall vor. In den nächsten Wochen. Bis es soweit ist. Ist ja auch nicht mehr lange. Let's go. Ist nicht lang. Was sehe ich hier? 6 Minuten 33. Finde ich ein bisschen kurz. Ich weiß, es gibt ja die Extended Versions. Aber für mich ein Aftermovie, kann sein, dass wir die Extended Versions uns auch reinziehen. Aber jetzt gönnen wir uns das normale Aftermovie 2015. Viel Gelaber, nichts gerissen. Let's go. Okay. Bin aber auch gespannt, wie sich so das ganze Aftermovie, wie sich das so entwickelt hat. Vom Schnitt her, musiktechnisch wird es immer crazy unterschiedlich sein. Aber Schnitt und Aussehen. Oh, mit weißen Schuhen zum Festival gehen ist auch eine crazy Ansage, ne? The voyage to immortality is about to begin. Wilde Musik. Aber ich muss sagen, was mir jetzt schon auffällt, 2015, obwohl da ja so diese Hochzeit von EDM und Hardstyle ja auch war, wobei man ja wirklich sagen muss, jetzt ist Hardstyle. Also ich finde, jetzt hat man so, natürlich auch wahrscheinlich, weil ich voll drin bin, so in der Richtung. Jetzt vielleicht nicht in der Szene, sag ich mal so, aber doch schon in der Richtung, kommt mir das vielleicht auch so vor. Aber es ist halt gerade so, fühlt sich's an, als wenn so ein mieser Hype ist im Hardstyle. Und ich finde 2015, auch wenn das da so auch schon eine Hochzeit war, finde ich, merkt man noch diesen Unterschied. Gerade zu den heutigen Aftermovies, wenn man gerade auch die Sets und alles sieht. Es ist da so ein bisschen dunkler alles noch, ne? Ich rede jetzt nicht nur vom Himmel, sondern einfach so dieses Auftreten und so auch. Jetzt ist alles so ein bisschen raw, so krasser, so Underground-mäßig. Das finde ich krass, dass sich das so entwickelt hat. No guts, no glory. Ey, drei auf den Bums. Obama und Putin tanzen zusammen zum Hardstyle? Holy shit. So. Das finde ich auch geil, ne? Solche Shots, wo du einfach mal siehst, wie riesig das ist, wie das alles aufgebaut ist. Und wie unterschiedlich das auch einfach aussieht, ne? Geil. My wife thinks I'm on business level, but I'm on DEFCON. Natürlich ein Deutscher, aber auch, ist doch klar. Die arme Frau.
coole Stage, aber krass, wie viele Masken da so unterwegs sind, ne? Wenn man so guckt. Oh. Wenn das nicht die Power Hour ist. Puh. Holy shit, Mann. Aber ich finde, ne, das ist ja auch so, was ich immer wieder sage. Du merkst halt diesen Unterschied von Hardstyle, wie es sich entwickelt hat. Und es ist einfach mega geil. So, es sind trotzdem immer noch gefühlt die gleichen Tanzschritte. Aber die ganze Musik hat sich so ein bisschen. Es ist ja nicht softer geworden. Es ist einfach so viel krasser durcheinander geworden. Es hat sich so in so vielen Richtungen entwickelt, wo ich wirklich sagen muss, dass ich das halt geil finde. Klar, ich feiere jetzt nicht nicht alles, aber es ist halt krass, dass es in so vielen Richtungen geht. Ne, alleine, weil man ja nach den Stages geht, du hast so viele unterschiedliche Hardstyle-Richtung, aber es kommt überall an. So, das ist mega. Da freue ich mich so drauf, ne, auf diese ganz verrückten Menschen, ey. Ich werde dann nicht einer von den Verrückten sein, aber einfach daneben zu stehen oder da vorbeizulaufen und mir zu denken, boah, sind die cool drauf. Aber auch das, ne? Die Stage gefühlt, also es sieht alles so viel kleiner aus. Kann man das so sagen? Also es ist trotzdem riesig, ne? Aber es ist ja alles irgendwie anders angeordnet oder vieles anders angeordnet, sag ich mal. Ist es eigentlich gar nicht. Es ist bloß der Shot, glaube ich, der gerade so ganz anderes Feeling gibt. Aber man muss ja auch sagen, es ist halt größer geworden. Boah, da freue ich mich am meisten drauf, diese Scheiße jeden Tag zu hören. Und das mit zu grillen, boah. Boah. Hammer, aber ein Hammer-Track. Das muss ich aber auch dazu sagen. Ich bin ja der totale Euphoric Hardstyle-Liebhaber.
Aber bei so Aftermovies und gerade auch so bei Endshows, wenn dann so dieses Epische dazukommt und gerade dieser Song, der war crazy dafür. Wow, na, da haben die aber nochmal ordentlich Zeit von der Uhr genommen, um das hier anzukündigen. Krass. Das ist ja auch schon so ein riesen Change, ne, im Gegensatz zu heute. Closing Life Set, Blue Life Set, Red Life Set, at Black, The Gathering, yeah. Crazy. Also man merkt, ne, 2015 war es ja auch schon groß, aber so im Gegensatz zu jetzt, es ist so crazy zu sehen, wie Defcon einfach so riesig geworden ist und nochmal mehr ein Aushängeschild ist. Wow. Aber ich finde das sehr geil, das Aftermovie. Es ist halt wirklich dark. So, was ich aber auch, glaube ich, einfach, oder was auch einfach daran liegt, dass Hardstyle ja zu der Zeit auch wirklich dieses bisschen düstere war, einfach wegen den Bässen, wegen den Kicks. Also reime ich mir jetzt so zusammen. Aber es kommt halt auch mega geil. Es kommt halt mega geil, als wenn du das Aftermovie so zur Show stellst. Deswegen geiles Aftermovie, geile Songs, coole Stage. Muss halt ehrlich sagen, ne? Also hier, dass am Ende hier so Kräne stehen. Wo haben wir das? Finde ich es noch eben schnell? Auch solche Shots, ne? Mega geil. So diese Augenshots, wo du siehst, wie die Augen so richtig am Leuchten sind bei den Menschen, ne? Ist so geil. Ah doch, da haben wir es kurz gesehen. Dass da Kräne stehen, aber nach hinten angewinkelt. Hier sieht man es ganz leicht, dass sie nach hinten sind. Und nachher stehen sie so zur Seite. Finde ich eine coole Idee. Ist eigentlich voll die geile Idee. Aber man muss halt wirklich sagen, heutzutage, ne, ist die Stage halt vom Aussehen her und Ideenreichen her und so, wie ich es ja immer wieder sage, es ist halt, du musst immer besser sein als letztes Jahr. Es muss krasser sein als letztes Jahr. Ist geil auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es aber auch so, Bro, irgendwann geht's nicht mehr. Aber gut, ich bin gespannt, was noch so kommt, was ich noch so sehen werde. Ich hoffe ihr auch. Dann sehen wir uns da wieder. Sonst, wie gesagt, jetzt kommen irgendwie 2016, 2017 oder so diese Woche. Wenn ich es zeitlich auch noch schaffe, wird es in der Woche weitergehen. Wir schauen uns natürlich auch 12, 14, 13 habe ich ja eigentlich, glaube ich, schon. Alle Aftermovies auf jeden Fall an. Ich denke, Endshows und sowas auch. Einfach als Warm-up, als Abdrehen. Und ja, dann sehen wir uns da wieder. Sonst wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Verliert euer Lächeln nicht. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.